Also wir haben wahnsinnig viel Berechtigungen eigentlich verzweifelt zu sein. Ja. Und das würde ich sagen, ist fast wie ein Flächenbrand durch die Gesellschaft, ne? Dass so eine Hoffnungslosigkeit kommt, eine Verzweiflung. Ne? Vorne in unserer Wahrnehmung, das, was alles so passiert, können wir so schnell irgendwo verzweifeln, ne? Wenn wir in diesen ganzen Geschehnissen vom Leben drin sind, von den ganzen Nachrichten, die kommen und so. Und was es braucht, ist diese Stille. Wir müssen diese Stille ins Leben bringen. Und in der Stille ist die Öffnung. In der Stille ist die Hoffnung vom Leben. Und das ist wirklich auch so ein Rausziehen aus diesen Aktivitäten vom Mind, Ja. aus diesen, sich da die ganze Zeit Gedanken machen, was gerade ist. Sobald du rausgehst, ist wie so ein Aufatmen. Und da merkst du, doch, da ist Platz für Hoffnung. Da, in dem anderen ist du musst fast wie so einen Platz finden, wo du Hoffnung haben kannst. Und eigentlich vorne im Leben so dieses positive Denken ist mega anstrengend. Also da ist eigentlich so hoffnungsvoll sein mega anstrengend und du scheiterst auch immer. Ne? Aber such vielleicht die Hoffnung in der Stille. Such die Hoffnung im einfachen Dasein. Im einfachen Sein von dir ist eigentlich alle Hoffnung, die du brauchst. Und immer wenn es schwierig wird im Leben, lass dich zurückgehen. Beschäftige dich mit der Stille, mit dem Sein, ne? Mit dem, was über dich hinausgeht, was über das Denken hinausgeht, über das Fühlen hinausgeht. Ne? Lass die Hoffnung dich finden. Da ist eine Hoffnung da in dir. Du bist die Hoffnung, du bist diese Öffnung. Aber es braucht so ein Loslassen, das Loslassen von der Verzweiflung, von der Hoffnungslosigkeit, vom ich will das Leben so haben. Und wenn das losgelassen wird, gibt es Raum für Stille. Und in der Stille kann Hoffnung erscheinen. Steig wie aus dem Krieg der Gedanken, aus dem Krieg der Nachrichten. Lehn dich zurück, geh einfach zurück und lass es still werden. Lass es einfach still werden in dir. Lass die Verzweiflung wie außen vor. Du bist nicht in der Verzweiflung drin. Du bist die Stille, die die Verzweiflung wahrnimmt. Und erst in der Stille ist Hoffnung. Der Mind kann die Hoffnung nicht herstellen. Die wirkliche Hoffnung ist in der Stille, ist außerhalb vom Denken oder von diesen ganzen Sachen, die da sind. Das tut es so gut, manchmal das Leben wie leben zu lassen. Und du gehst selber in diese Stille zurück, in dieses einfache Sein und fühlst auch so die Lebendigkeit vielleicht, die da ist oder die Verbundenheit mit dem Leben und so. Und dann merkst du plötzlich auch, boah, du bist nicht alleine, da ist das ganze Leben, ist wie so da und irgendwann macht es wie so Klick, könnte man sagen, und du bist eigentlich mit der Hoffnung eigentlich wieder verbunden. Und es ist halt keine intellektuelle Hoffnung. Das ist das, wo am meisten Kraft hat. Ja, und du musst nicht dazu 5 Jahre irgendwie meditieren, sondern du kannst auch einfach in irgendeinem Café sitzen und aus deiner Gedankentätigkeit rausgehen und einfach da sein und fühlen, wie der Kaffee schmeckt. Du kannst die Geräusche hören, du kannst einfach da sein, ohne irgendwelche gedanklichen Aktivitäten. Und dann wirst du merken, oh wow, ist das schön, ist das befreiend, ist das ganz anders, als wenn ich da sitze mit meinem aktiven Mind oder Denken. Und das ist die Hoffnung, die wir brauchen. Das ist auch die Hoffnung, die uns am Morgen aufstehen lässt und leben lässt. Und diese Momente immer wieder wertzuschätzen, immer dann, wenn diese Öffnung tatsächlich passiert und du diese Stille wahrnimmst, dieses Zurückziehen,
Ja, da ist so viel Platz dann plötzlich. Ne? Wenn wir rausgehen aus diesen gedanklichen Aktivitäten, ist plötzlich ganz viel Platz. Wir können uns da ausruhen, wir können uns da ausdehnen. Und das fühlt sich mega angenehm an. Ihr könnt euch das wie so vorstellen, wie wenn man aus einem Streit herausgeht. Ne? Ein Streit ist wahnsinnig mega anstrengend. Das sind irgendwie zwei Meinungen, die aufeinander prallen und so. Und wie schön ist das, wenn wir uns kurz zurücklehnen könnten und in diese Stille und in diese Hoffnung uns eigentlich wieder mit verbinden. Der ganze Streit kommt eigentlich wie zur Ruhe. Also der Streit von der Welt kommt wie so zur Ruhe und plötzlich wird was Schönes erkannt. Also es wird wie, die Wahrnehmung verändert sich halt auch und plötzlich wird vielleicht das Schöne an dem anderen Menschen auch wieder gesehen. Ne? Oder der Kaffee schmeckt oder der Tee schmeckt plötzlich mega intensiv. Ne? Oder du empfindest Mitgefühl mit dem Gegenüber, wo du vielleicht gerade gestritten hast oder so. Ne? Und vielleicht ist die wirkliche Hoffnung nicht, dass sich irgendwas im Leben ändert, sondern dass du hier hinkommst, dass du den jetzigen Moment wirklich wahrnimmst. Vielleicht ist das die Sehnsucht, die Hoffnung, die eigentlich am stärksten da ist. Und eigentlich könnte man sagen, immer wenn man sich verzweifelt fühlt oder hoffnungslos fühlt, ist es nicht die Lebenssituation, die geändert werden muss. Also wenn man es kann, ist super, kann man auch Sachen sofort abändern und so. Aber ich glaube, das, was die größte Erfüllung gibt oder wo auch der größte Power dahinter ist, immer dann erst die Stille zu suchen. Also die Stille, dieses Rausziehen aus dieser Situation und dann aus dieser Stille und Hoffnung den nächsten Schritt zu machen. Also den dann eigentlich in Aktion bringen. Ja, weil in dem Moment erscheint auch Klarheit. Wenn wir so verzweifelt sind, haben wir das Gefühl, wir haben 1000 Sachen und wir wissen gar nicht, wo wir als erstes anfangen sollen. Und meistens fängt man gar nirgends an oder macht einen Schritt und verzweifelt wieder. Und wenn wir aus dieser Stille raus handeln, ist wie so ganz klar, was der nächste Schritt ist. Und den kann ich gehen. Und der wird auch erfolgreich sein. Und dann aus der Stille den nächsten Schritt zu gehen. Also die haben viel mehr Power, die Schritte. Ja. Ne? Weil das ist nur einer. Und der kommt aus der Klarheit, der kommt aus der Stille, der ist so viel kraftvoller. Weil das ist eigentlich mega schön, wenn du das hörst und vielleicht eine Wahrheit drin erkennst, dass du, deine Natur, niemals verzweifelt ist. Es sind immer nur die Gedanken und das ganze emotionale Karussell, was da ist, was in so eine Verzweiflung von so einer Situation reinkommt. Und man könnte sagen, wenn so eine starke Verzweiflung da ist immer die Sehnsucht danach da, die Stille wiederzufinden. Die Stille wiederzufinden und in sich die Hoffnung. Und die Hoffnung, die hat die Kraft vom Leben. Die muss es auch nicht anderen recht machen. Ja, die gibt auch nicht auf. Ja, und die gibt nicht auf. Ja. Die kann laut sein, die kann leise sein, die kann still sein. Du lebst. Und alleine schon, dass du lebst, da ist in dir diese Hoffnung. Vielleicht ist durch das Video schon, dass du uns zugehört hast, dass du ein bisschen stiller geworden bist. Und diese Stille, die gibt dir die Kraft zu leben.
Und wir finden es schön, dass du da bist.